Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Also wenn sich alle daran hielten, die Welt wäre ein Paradies. Ist sie aber bekanntlich ja nicht. Menschen tun einander so ziemlich alles an, was man nicht möchte, dass einem angetan wird. Warum? Wie kommt es, dass normale, nette, gut erzogene Männer und Frauen zu Folterern werden, zu Schlechtern, zu Massenmördern? Sind das dann Ausnahmemonster oder kommt da nur etwas zum Vorschein, was auch in Ihnen und mir schlummert? Wie dünn ist die uns eingebaute Trennwand zwischen Gut und Böse? Der Dokumentarfilm Das radikal Böse kommt zur bitteren Erkenntnis, um einen Menschen zum Unmenschen zu machen, genügen zwei Worte. Du darfst. Meine liebste, herzensgute Mutti, Traudi und Hans-Peter. Bei den ersten Wagen hat mir etwas die Hand gezittert, als ich geschossen habe. Aber man gewöhnt sich an das. Beim 10. Wagen zielte ich schon ruhig und schoss sicher auf die vielen Frauen, Kinder und Säuglinge. Eingedenk dessen, dass ich auch 2 Säuglinge daheim habe, mit denen es diese Horden genauso, wenn nicht 10-mal Ärger machen würden. Es sind Gesichter von heute. Ganz normale junge Männer, die uns Stefan Ruzowitzki in seinem Film Das radikal Böse zeigt. So normal wie die alltäglichen Erschießungen, von denen deutsche Soldaten in ihren Briefen aus Polen und der Sowjetunion berichten. Plötzlich ist uns die Frage, wie Menschen zu so etwas fähig sind, unangenehm nah. Die weit verbreitete Vermutung, dass Massenmörder wie wilde Tiere sind, tötet sie alle, das sind Tiere, wie konnten sie so etwas tun, ist völlig falsch. Massenmörder sind Menschen wie Sie und ich. Menschen, die tun, was sie glauben, das nötig ist, für das Wohlergehen der Allgemeinheit. Ich selbst war auch bei den Schützen, konnte jedoch nur etwa 5-mal abschießen. Es wurde mir übel. Mir war es wie im Traum. Während des Erschießungsvorgangs wurde mir so übel, dass ich mich erbrechen musste. Nachher wurde ich ausgelacht, weil ich nicht mehr schießen konnte. Was machen wir bloß? Was machen wir bloß? Nach dem ersten Massaker sind die Soldaten in der Falle. Denn je mehr schreckliche Taten sie begehen, desto mehr müssen sie daran glauben, dass es richtig war, was sie getan haben. Und sie warten auf eine Bestrafung. Aber die Bestrafung kommt nicht. Und jeder sagt ihnen, was sie getan haben, war richtig. Das war das Erschreckendste, das ich bei meinen Forschungen herausfand. Wie schnell Menschen sich an das gewöhnten, was sie taten. Wie schnell es normal wurde. Es ist der weniger bekannte Teil des Holocaust. Deutsche Soldaten und Einsatzgruppen zogen auf ihrem Vormarsch nach Osten von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, trieben die Juden des Ortes zusammen und erschossen sie. Mal einzeln, mal Hunderte, mal Tausende. Systematisch. Noch bevor es Auschwitz gab. 2 Millionen Menschen, ein Drittel der Holocaust-Opfer, wurden auf diese Weise ermordet. In weitem Umkreis standen unzählige Soldaten dort bereits liegender Truppenteile, teilweise in Badehosen als Zuseher, ebenso zahlreiche Zivilisten mit Frauen und Kindern. Es war damals keine Neugierde, die mich dazu trieb, dies anzusehen, sondern es war der Unglaube, dass so etwas geschehen konnte. Ich habe mich, und das war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar schoss dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind. Weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter noch nicht mehr leben konnte. Was hier passiert, ist eine Verkehrung von Heilen und Töten. Denn diese Menschen töteten die Juden oder andere, in ihrem Weltbild minderwertige Rassen, um die nordische Rasse von ihnen zu erlösen. Das ultimativ Böse, ein Kind zu ermorden, wird das ultimativ Gute. Nach dem Krieg beriefen sich die meisten der beteiligten Soldaten auf Befehlsnotstand. Sicher, es gab diesen Gruppendruck, es gab Nachteile, wenn man nicht an den Erschießungen teilnahm. Aber es war möglich. Das ist vielleicht das Erschreckendste. Jeder Einzelne, der mitmachte, wusste, was er tat. Er hatte die Wahl. Er war verantwortlich dafür. Nicht irgendein Vorgesetzter. Nicht Hitler.
Die Tatsache, dass nicht alle Soldaten bei den Erschießungen mitmachten, und das ist historisch belegt, zeigt, dass es möglich war, Nein zu sagen. Stefan Ruzowitzkis Film fragt bewusst danach, was diese Taten mit uns heute zu tun haben. Denn Völkermorde, ethnische Säuberungen und Pogrome gibt es noch immer. Auch damals wollten viele nicht wahrhaben, dass die Nazis gezielt planten, Juden, Sinti, Roma und Behinderte auszurotten. Die Anfänge, das lehrt die Geschichte, sind immer unscheinbar. Wenn Sie beginnen, Menschen für ein kleines bisschen weniger wert zu halten als sich selbst, das ist der Anfang eines Völkermordes. Das ist der erste Schritt. Ohne Rassismus hätte Hitler nicht tun können, was er getan hat. Deswegen müssen wir jede Form von Rassismus bekämpfen. Das Radikal Böse ist ein zutiefst beunruhigender Film, weil er zeigt, dass es ganz normale Menschen waren, die systematisch mordeten. Dass es nicht viel braucht, um ehrbare Familienväter dazu zu bringen, jeden Tag Frauen, Kinder und Babys zu töten. Dass unter bestimmten Umständen wir alle dazu fähig wären.